Hi Leute, heute reden wir darüber, wie sich der moderne Krieg von den früheren unterscheidet und warum die größten Ankündigungen in Deutschland, dass man bis zu 1000 verwundete Soldaten pro Tag aufnehmen will, in Wahrheit nur heiße Luft sind. Ich erkläre es euch in einfachen Worten, als jemand, der selbst Soldat war. Früher gab es eine einfache Faustregel. Auf einen getöteten Soldaten kamen im Schnitt 3 Verwundete. Das klingt brutal, aber für viele Armeen war das sogar gewollt. Warum? Ja, ein verwundeter Soldat bedeutete jahrelange Kosten für den Staat, medizinische Versorgung, Rentenzahlungen, Unterstützung und so weiter und so fort. Und überall sah man Männer ohne Beine und Arme. Das hat die Gesellschaft heruntergezogen. Und junge Leute unter euch hätten damals auch weniger Lust gehabt, das zur Armee zu gehen, wenn sie das jeden Tag vor Augen hätten. Darum waren selbst mit so Gewalt nicht Toten, sondern Verletzten. Ein Krümpel bedeutete mehr Belastung für den Gegner als ein Toter. Heute sieht das komplett anders aus. Der moderne Krieg ist ein Krieg der Drohnen. Und da gilt eine ungeschriebene Regel. Eine Drohne, Strich, ein Soldat. Warum? Erstens die Kosten. Drohnen sind teuer und die Bediener bekommen Prämie für ihren Treffer, so wie früher Scharfschützen, ja, für den Skalp. Darum werden fast alle Videos von Angriffen mit einem zweiten Drohnen aufgenommen, um den Treffer zu beweisen, um Propaganda zu machen, um den eigenen Leuten Mut zu geben und den Gegner einzuschüchtern. Zweitens die Zahlungen. Ein getöteter Soldat ist heute für den Staat teurer als ein Verwundeter. Und warum? Weil die Angehörigen enorme einmalige Entschädigungen bekommen. Summen mit 6 Nullen. Erst dann kommt Rentner plus Unterstützung für die Familie plus Rehabilitationsmittel plus. Und wenn ihr euch vorstellt, dass täglich Hunderte von Soldaten sterben, dann reißt das ein riesiges Loch in die Staatskasse. Und jetzt der größte Unterschied. Ein verwundeter Soldat ist heute nicht automatisch ein Erlass. Jawohl, vielleicht fehlt ihm ein Arm oder ein Bein, aber er hat echte Fronterfahrung. So jemand kann Ausbilder werden. Er kann Drohnensteuer, er kann neues Personal ausbilden, also vorbereiten. Kurz gesagt, er bleibt nützlich. Darum hat sich die Logik komplett umgedreht. Früher war es besser, ja, für den Gegner Soldaten zu verletzen. Heute ist besser, sie zu töten. Moderner Krieg bedeutet nicht nur Waffen und Technik. Es ist ein Krieg der Demografie und der Wirtschaft. Wenn ein Land 10.000 junge Männer verliert, dann geht es nicht nur um die Armee. Dann geht es um Familien, um Arbeitskräfte, um die Zukunft. Und die entscheidende Frage lautet, woher soll ein Staat das Geld und die Menschen nehmen, wenn er Hunderttausende Soldaten verliert? Und jetzt zurück zu Deutschland. Die Bundeswehr sagt, sie sei bereit, täglich bis zu 1000 Verwundete aufzunehmen. Klingt beeindruckend, oder? Aber in Wahrheit ist das mehr Show als Realität. Die Vorbereitung von Krankenhäusern und Notfallplänen für den schlimmsten Fall ist eher eine standardmäßige oder rationale Maßnahme zum Risikomanagement. Ja? Niemand sagt, dass das alles definitiv passieren wird. Und klar ist es wichtig, die Möglichkeit zu haben, Verletzte zu stabilisieren und zu behandeln. Selbst unter Bedingungen mit hoher Sterblichkeitsrate. Allerdings, die moderne Kriegsführung hinterlässt nicht mehr so viele Verwundete wie früher. Drohnen, Präzisionswaffen und Artillerie sind auf Vernichtung ausgelegt. Das eigentliche Problem sind nicht die Verwundeten, sprich Invaliden. Das Problem sind unter anderem die Zahlungen an die Familien der Gefallenen. Darum wirken solche Ankündigungen eher wie ein politisches Signal, aber nicht wie ein echtes Verständnis dafür, wie moderner Krieg funktioniert. Ja, Freunde, der moderne Krieg ist nicht nur grausam wegen der Waffen, sondern auch wegen der neuen Prioritäten. Früher war ein verwundeter Soldat für den Gegner ein Erlass, heute kann er sogar noch eine Ressource sein. Aber ein toter Soldat, das ist sofort ein wirtschaftlicher und demografischer Schlag. Darum ist es naiv zu glauben, dass es um tausende Verwundete pro Tag geht. Die Realität ist, der Krieg heute wird auf Vernichtung geführt, nicht auf Verwundung. Wenn euch solch eine Analyse gefallen, dann gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, was ihr über die Realität des modernen Krieges denkt. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss!